Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schwedisches Fastfood-Gericht und zwar einen Hotdog-Wrap namens Tunnbrödsrulle mit Kartoffelbrei und Gurkenrelish. Dafür bereiten wir als erstes das Relish vor, eine Salatgurke waschen und anschließend fein würfeln. Außerdem habe ich hier eine halbe rote Zwiebel, abziehen und dann ebenfalls fein würfeln. Zwiebeln und Gurkenstücke danach in einen kleinen Topf geben. Dann kommt noch ein gehäufter Esslöffel körniger Senf dazu, 75 ml Apfelessig, 75 Gramm Zucker, eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Alles einmal gut miteinander verrühren, erhitzen, zum Kochen bringen und für 12 bis 15 Minuten bei mittlerer Hitze sanft einköcheln lassen. Das Gurkenrelish gelegentlich immer mal wieder umrühren und währenddessen bereiten wir das Kartoffelpüree vor. Als erstes Kartoffeln schälen. Ich habe hier insgesamt 500 Gramm mehlig kochende Kartoffeln verwendet. Die Kartoffeln dann in Würfel schneiden, ebenfalls in einen Topf geben, knapp mit Wasser bedecken, gut salzen und auf dem Herd bei mittlerer Hitze für ca. 10 bis 12 Minuten gar kochen. In der Zwischenzeit sollte das Gurkenrelish fertig sein, vom Herd ziehen, dann ein paar Mal mit dem Pürierstab durchmixen, aber nicht komplett pürieren, es sollte stückig bleiben, nur ein paar Mal mixen, um die restliche Flüssigkeit ein wenig zu binden. Danach bis zum Anrichten zur Seite stellen, die Kartoffeln nach der Garzeit abgießen, anschließend zurück in den Topf geben, wieder auf den Herd stellen, einen guten Esslöffel Butter dazugeben, außerdem etwa 150 ml Milch, Muskatnuss nach Geschmack und nochmals etwas Salz. Das Ganze mit einem Kartoffelstampfer bearbeiten und so lange stampfen, bis ihr ein glattes Kartoffelpüree erhaltet. Gegebenenfalls weitere Milch oder Butter nachgeben und danach sind wir im Prinzip fertig. Noch etwas Salat in feine Streifen schneiden und dann können wir anrichten. Als erstes nehmt ihr euch einen Wrap. Wie ihr die selber machen könnt, habe ich euch ja bereits mehrfach gezeigt. Den Wrap mit Kartoffelbrei einstreichen, dann etwas Salat darauf verteilen, anschließend 1 bis 2 Heißwürstchen, das abgekühlte Relish, 1 bis 2 Löffel davon und zum Schluss noch ein paar Röstzwiebeln, Ketchup und Senf drüber geben. So sieht der fertig belegte schwedische Hotdog-Wrap dann aus. Anschließend müssen wir das Ganze nur noch aufrollen. Dafür am besten an der unteren Seite vom Wrap einmal umklappen und dann eine der beiden Seiten über die Füllung schlagen und straff aufrollen. So wünsche ich euch dann einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.